Echo des Schweigens. Es dauerte 4 Tage, bis man ihre Leiche fand. Aber nur 4 Sekunden, bis der ganze Ort begriff. Der Mörder war noch unter ihnen. Una Halden war 17. Still, klug, seit ihrer Geburt taub. Doch sie spielte Klavier. Nicht um zu hören, sondern um zu fühlen. Die Vibrationen unter ihrer Haut. Noten geschrieben im Puls. Man sah sie zuletzt, als sie allein von ihrem Abschlusskonzert am Konservatorium von Schwarzbach nach Hause ging. Dort kam sie nie an. 4 Tage später fand man sie. In der Badewanne. Aufrecht sitzend. Die Augen weit geöffnet. Ein Lächeln im Gesicht. Doch das Wasser? Knochentrocken. Schwarzbach war ein Ort, wo der Bäcker deinen Namen kannte. Den deines Hundes und sogar wusste, was dein Opa im Krieg getan hatte. Bevölkerung 4721. Jetzt -1. Kommissarin Clara war erst seit 3 Wochen in der Stadt. Neustart, neues Leben. Stattdessen bekam sie Una Halden. Etwas stimmte nicht am Tatort. Keine Kampfspuren, keine Wasserschäden. Tür von innen verschlossen. Aber Unas Finger, blutig, zerkratzt, Rillen an der Innenseite der Tür, als hätte sie versucht, sich herauszukratzen. Und noch etwas war seltsam. Die Lautsprecher im Bad. Hinter dem Spiegel entdeckte Clara einen versteckten Speaker. Noch aktiv, noch immer spielend. Ein langsames, verzerrtes für Elise. Wie ein Albtraum, der ein Wiegenlied vorgibt zu sein. Unas Bruder, Elias Halden, sprach seit der Beerdigung kein Wort, bis er eines Nachts auf der Wache erschien. Seine Hände zitterten. Seine Stimme war kaum hörbar. Er stellte eine Spieluhr auf Claras Tisch. »Sie hat sie mir hinterlassen«, flüsterte er. »Aber ich fand sie heute Morgen. Auf meinem Bett. Und sie spielte. In der Spieluhr ein USB-Stick, eine zerrissene Tagebuchseite und ein winziger Lautsprecher, der nichts von sich gab. Doch das Licht leuchtete. Clara steckte den Stick in ihr gesichertes Laptop. 9 Audiodateien, alle mit Datum versehen. Jede etwa 2 Minuten lang. Und jede unmöglich. Die Stimmen waren perfekte Kopien von Menschen, die Una kannte. Lehrer, Mutter, Elias, sogar ihre eigene Stimme. Aber sie sagten Dinge, die sie nie sagen würden. Du bist nicht echt, Una. Sie beobachten dich durch die Kabel. Wenn du die Wahrheit willst, lass den Spiegel sprechen. 3 Klopfer. Lass mich rein. Eine Datei hieß nur Echo-01. Sie spielte einen einzigen Satz in Unas Stimme. Immer wieder. Was du hörst, wird zu dem, was du glaubst. Clara kontaktierte ihren alten Partner aus der Stadt. Er schickte die Dateien durch eine alte, stillgelegte Datenbank. Das Ergebnis? Klassifiziert. Name des Programms: Projekt Echo. Ein illegales Experiment aus den frühen 2000ern. Ein psychologisches Waffensystem. Getarnt als KI-Forschung. Ziel: den Hörer zermürben, mit Zweifeln vergiften, Wahrnehmung manipulieren. Projekt gestoppt. Aber Fragmente gerieten in Umlauf. Versteckt in Foren. Heruntergeladen von Neugierigen. Wie Una. Clara forschte weiter. Fand ein altes, archiviertes Forum. Passwort geschützt. Una war dort aktiv. Ihre Beiträge kryptisch. Die Stimme kennt mich besser als ich mich selbst. Ich hörte es wieder. 3 Klopfer. Dann Stille. Der Ton kommt nicht vom Lautsprecher. Er kommt hinter dem Spiegel. Clara kehrte allein zum Haldenhaus zurück. 2:17. Sie betrat das Bad. Licht aus. Starrte in den Spiegel. Stille. Dann Klopf, Klopf, Klopf. Von innen. Sie riss den Spiegel von der Wand. Dahinter alte Kabel. Eine verrostete Metallkiste. Darin ein zweiter USB-Stick. Darauf handgeschrieben. Wenn du das gefunden hast, ist es bereits in dir. Zurück im Revier spielte sie die neuen Dateien ab. Doch diesmal war es ihre Stimme, ihre Gedanken, ihre Schuld. Die Stimme des Kindes, das sie damals nicht retten konnte. Es sprach wie eine Erinnerung. Und es wusste alles. Clara zog den Stecker. Doch der Ton blieb. Aus dem Handy. Aus den Lüftungsschlitzen. Aus der Stille selbst. Elias gestand schließlich. Una hatte nicht nur gehört. Sie hatte geantwortet.
Sie trug nachts ein Gerät zur Knochenschallübertragung. Es vibrierte direkt in den Schädel. Sie glaubte, es lehre sie Dinge, wie man klarer denkt, weniger fühlt. Doch am Ende zeigte es ihr Dinge, die niemand sehen sollte oder die nur sie sehen konnte. Ihre letzte Nachricht war im Uhrwerk der Spieluhr versteckt. Clara entzifferte das Signal. Du wirst versuchen, das zu vergessen, aber es wird dich nicht vergessen. Clara schloss die Datei, aber den Spiegel ließ sie offen. Sie zog zerstörte ihre Elektronik, verbrannte die Akte. Doch nachts, kurz vor dem Einschlafen, kehrt es zurück. Das Wiegenlied, das Klopfen und ihre eigene Stimme, die flüstert: Lass mich rein.